Es gab mal Zeiten, da war dieses Fahrzeug der kleinste Ford im Ford-Konzern. Das hat sich aber lange gewandelt. Mittlerweile ein richtig ausgewachsenes Fahrzeug mit einer Länge von 4,68 Meter. Man glaubt es kaum. Ja, bis zu 4,68 Meter, je nach Stoßstange, was da ist. Ist das denn noch ein Fiesta? Das ist schon ein Escort, wenn man so will, ne? Weil der Escort war früher ja eigentlich fast genauso groß wie heute ein Fiesta. Schon Wahnsinn. Ja, das ist natürlich gewachsen. Ihr habt jetzt nach unten hin natürlich neue Modelle, die das Ganze ein bisschen abrunden. Aber für wen ist denn so ein Fahrzeug, so ein Fiesta? Ja, als Zweitwagen, als Familienfahrzeug für die Kiddies, um die in die Schule zu fahren, zum Doc, zum Einkauf, wo auch immer hin. Als Fahranfänger, für eine Oma, für eigentlich jeden. Für junge Kerle mit 200 PS als ST-Variante. Also da haben wir eigentlich von 0 auf 100 alles, ne? Ja, das Schöne bei den Fahrzeugen ist, sie sind unglaublich beliebt, was den Gebrauchtmarkt angeht. Uralte Fiestas erzielen immer noch Höchstpreise, wo andere Fahrzeuge auch verschrottet werden. Der Fiesta wird immer noch wieder aufgebaut. Ja, also ist wirklich so. Also es ist unglaublich, was so ein gebrauchter Fiesta bringt, oder? Ja, das ist schon erstaunlich. Und vor allem wird er in Köln im Werk in Deutschland produziert. Also das ist auch, ja, Hut ab, ne, in der heutigen Zeit. So, ich zeige es mal gerade. Auch der Spritverbrauch lässt sich sehen. Es ist ein reiner Benziner. Er hat eine CO2-Effizienzklasse von A. Das ist nicht überall der Fall. Und auch die Jahressteuer von 62 € lässt sich sehen. Super E5, 70 kW. Das Fahrzeug wiegt 1164 Kilogramm und es kostet hier, wie es jetzt hier steht, 17.950 €. Es ist ein Neufahrzeug. Genau. Ihr habt aber Jahreswagen, also die wirklich optisch fast wie neu sind, genau, muss man sagen, mit bis zu 31%. Ja, das ist schon auch der Wahnsinn. Also gerade auch eingefahren mit wenigen Kilometern drauf, zwischen 15.000 und 20.000. Und da geht es eigentlich auch schon ganz gut ab mit den Rabatten, ja. Ja gut, hier habe ich ja die Möglichkeit jetzt beim Neufahrzeug, es sei denn, es ist Lagerware, ich kann mir den genau so zusammenstellen, wie ich es gerne hätte. Ja, genau. Wir können den genau so konfigurieren in der Wunschfarbe, mit der Wunschausstattung, wie der Kunde den gerne haben möchte. Genau. So, du machst es wie lange schon Ford? Ford mache ich jetzt im nächsten Jahr, im März, 14 Jahre. 14 Jahre. So, das bedeutet auch... Insgesamt über 20, ja. Das bedeutet auch, du hast natürlich auch viel mitgemacht mit Ford. Ja, es sind unglaublich viele neue Modelle gekommen. Ford, für was steht Ford für dich? Wenn du das jetzt so mal siehst, in Deutschland gibt es ja unglaublich viele Autohersteller, die auf den Straßen sind. Ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Auto für jedermann? Ja, absolut. Also in jeder Schicht haben wir Kunden, das ist alles top. So, mein allererstes Auto war ein Ford Fiesta. Oh. Ein T, das war Baujahr 88 bekam ich den. Nee, warte mal, 86 bekam ich den. Da war ich 18 Jahre alt und es war ein T, der kam von Ford in Luxemburg und hat gekostet damals 7.000 Mark. Der hatte aber gar nichts. Der hatte noch nicht mal eine Handschuhfachabdeckung. Der hatte keine Fensterheber. Der hatte, glaube ich, der Motor hatte 45 PS. Okay. Also auch die damalige Zeit 0,9 Liter, war ein höllisches Auto, war nagelneu. Und ja, aber wenn ich das jetzt so sehe, das ist natürlich, ich sag mal, im Prinzip eine kleine Limousine, oder? Ja, das ist eine kleine Limousine. Also auch vom Platz zum Einkaufen. Wir können ja gerade mal Kofferraum öffnen. Da geht alles rein, was so im täglichen mit muss. Ne? Also auch hier variabel. Wir können getrennt umklappen, 40/60. Das läuft eigentlich super. Wir haben hier unten noch unser Reifen-Pilotspray. Natürlich bei uns immer serienmäßig Verbandstasche, Warndreieck, Warnweste. Man sieht es liegen. Ja. So, wenn die Fahrzeuge kommen, es gibt natürlich auch Einstiegsmodelle, es geht los, so, ich sag mal gerade so, die Japaner, die gehen dann los so mit 7.000 €, wo es so weiterkommt, das ist natürlich was deutlich anderes. Das Thema Fahrwerk, ich glaube, das gilt zu erwähnen, die Ford-Fahrzeuge haben ein unglaublich tolles Fahrwerk. Ja, sogar das Beste, was eigentlich aktuell auch auf dem Markt zu haben ist. Ich hatte früher oder beziehungsweise haben heute immer noch den Kollegen, der hat bei Porsche studiert und die waren eigentlich auch schon immer neidisch auf unser Fahrwerk, gerade beim Focus auch und Fiesta sowieso. Ja. Genau, wenn du mal kurz den Laien mal beschreibst, was heißt das, wenn ich ein gutes Fahrwerk habe? Ja, zum einen mal ist es Sicherheit. Ich bin ja durch das Fahrwerk beziehungsweise auch durch die Reifen, das ist ja das Einzige, was mich irgendwo auf der Straße oder stabil hält. Ne? Und da ist eigentlich schon auch im Tuning-Bereich bei so einem Fiesta relativ viel zu machen. Also wenn wir dann in diese ST-Variante reingehen mit 200 PS, dann liegt das Ding
auf der Straße, da fährst du wie auf Schienen. Genau, es hat ja relativ viel Leistung für die Gewichtsklasse. Also ich bin jetzt hier unter 100 PS, aber er wiegt ja nur 1100 Kilo. Also das muss man ja auch so sehen, knapp über 1100 Kilo. Das heißt, der geht gut? Go-Kart fahren ist da schon vergleichbar, ja. So, du bist wie groß? Ja, 1,87 Meter immer noch. Genau, steig mal ein, bitte. Ich gehe mal kurz. Einmal hier. Genau, du kannst ruhig mal aufmachen. Ich steige nicht ein, aber wenn du mal kurz am Fahrersitz mal einsteigst, ich bleibe hier draußen. Bisschen Abstand halten und hier sieht man ja in der Mitte, ich habe alles das, was die Großen ausmachen. Großes Display in der Mitte. Ein großes Display in der Mitte, schön farbig, Telefon, Navi, eigentlich soweit alles drin. Bei uns sind die Displays immer hier noch neu versiegelt, dass jeder Kunde zum einen keinen Fingerabdruck drauf hat und er auch weiß, dass das Fahrzeug nagelneu ist. Deswegen machen wir schön wieder drauf hier. Sag mal, hier die Jahreswagen, die ihr habt, da sind teilweise auch Folien drauf, oder? Ja, da sind auch Folien drauf. Also es wird auch bei den Jahreswagen drauf geachtet, dass der Gebrauchszustand fast wie neu ist. Ne? Man kennt das ja von Handys, die kriegst du ja auch nagelneu, wie jetzt hier bei ihm, oder rund erneuert, beziehungsweise bei uns wäre dann der Jahreswagen fast wie neu. So, Klimaanlage, Sechsganggetriebe, das heißt, der brüllt nicht auf der Autobahn bei etwas höheren Geschwindigkeiten? Nee, der ist dann schön übersetzt durch den 6. Gang. Wir lassen ihn einfach rollen, was dann dementsprechend auch den super Spritverbrauch darstellt. Ne? Also er ist jetzt auch hier ausgestattet mit Fahrspurassistent. Er hat hier, genau, den haben wir hier unten, dann hat er automatisches Licht, was dann anspringt, wenn es düster wird oder ich im Tunnel Parkhaus fahre. Er hat einen Regensensor drin. Ein Regensensor, ja. Das heißt, alles, was ich kenne, schon vom Großen? Genau, alles, was man kennt vom Focus oder Mondeo, hat der Kleine auch schon drin. Also super sicher auf der Straße. Ich habe da auch viele Kunden, die so ein Auto dann kaufen für die Tochter. Wird gerade 18, das Auto soll sicher sein und dann ist man hier top aufgehoben. Genau, wenn du kurz sitzen bleibst, komm mal zu dir, dass wir das mal sehen. Denn 1,87 Meter ist natürlich schon eine Kampfansage für einen Kleinwagen. Die Sitze selbst sind höhenverstellbar? Der Fahrersitz ist höhenverstellbar, genau. Einmal hier, schnell gepumpt und dann ist man oben. Einmal Rückenlehne und vor zurück dementsprechend auch. Und das Lenkrad haben wir dann auch höhenverstellbar und tiefenverstellbar. Also für jede Größe haben wir da was bei. So, das heißt, wenn ich ein Fahrzeug haben möchte, jetzt bin ich ja mit 4,40 Meter ja in der Golfklasse, in der aktuellen, sage ich jetzt mal, das Fahrzeug ist schon ordentlich gewachsen, ne? Ja, der ist schon in den letzten Jahren gewachsen. Also wenn man den ersten Fiesta sich mal anschaut, irgendwo, man kann ja verschiedene Bilder mal googeln und es sieht heute ein Fiesta, ist das schon absolut ein oberstylisches Auto. Ja. So, das heißt, wenn ich noch ein kleineres haben möchte, habt ihr noch einen etwas kleineren? Wir hatten die ganze Zeit noch einen K Plus im Angebot, der wurde uns leider gestrichen. Aber okay. Jetzt sind wir vielleicht demnächst wieder was. Ja, kann sein. Aber ich sag mal so, 4,40 Meter heißt, das ist der Einstieg. Aber jetzt kommt das Besondere, steig mal kurz aus. Dann zeigen wir mal gerade hinten, denn bei 1,87 Meter kann man nämlich diesen Test wunderbar machen. Er steigt ein, hat sich den Sitz, du hast ihn nicht verändert vorne, oder? Ich habe alles so gelassen, wie es war. Genau, das wollte ich nämlich nur mal kurz zeigen. Und die Beine haben überhaupt kein Problem, da ist extra eine Ausbuchtung mit drin, Höhe. Und hier oben ist auch noch locker Luft, ne? Also ich könnte noch wachsen, wenn es möglich wäre. Alexander, steig mal aus. Jo. Ja, wir müssen das mit den Jahreswagen mal erklären. Wenn wir da über 30% Rabatt auf die Liste sind, ja, wo kommen die denn her, die Autos? Ja, die Fahrzeuge sind dementsprechend auch zugelassen auf eine Autovermietung, haben dann auch eine Garantie auf jeden Fall. Wie wir das bei uns alle hier im Sortiment haben, ab Erstzulassung zwischen 5 und 7 Jahren ganz sogar. Wenn es eine Tageszulassung wäre, gibt es das bei uns auch. Und ja, das ist eigentlich schon super. Wenn ich ja heute das Autovermietung, das Thema sehe, die Autovermieter wechseln ja die Fahrzeuge in der Geschwindigkeit, muss man dazu sagen. Die fahren die quasi für euch ein. Und ihr checkt alle Autos nochmal, die Getriebe sind dafür ausgelegt. Also so wie das früher mal so hieß, um Gottes Willen ein Fahrzeugauto, ein Fahrschulauto, nee, ein Verleihauto, genau, Mietwagen, ja. Das geht ja gar nicht. Oft werden die Mietwagen sogar für mehrere Monate an eine Person auch vermietet. Das gibt es unter Umständen natürlich auch, klar. Also wir nehmen auch von Werksangehörigen Fahrzeuge zurück, von der Ford-Bank, vom Ford-Werk selbst und halt auch über die Autovermietung. Genau. So, also wenn Sie hier stehen und wir haben aus Spaß mal gerade eben mit dem Jahreswagen dort hinten ein Video gemacht von dem Mondeo, da könnt ihr euch den mal angucken. Auch da waren die Folien noch drauf, die geben, neu, ja, exakt so. Ja, hier steht er, 17.950 €, den kann ich finanzieren? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist der Zins variabel bei den ganzen Produkten. Wir fangen bei 0 an und sind dann irgendwo im Gebrauchtwagensektor als Jahreswagen oder als Tageszulassung dann bei einem Zins von 2,9%. Wenn ich den jetzt komplett jetzt neu von der Pike auf konfiguriere und bestelle, wie lange warte ich?
Ja, also kurze Transportwege, da das Auto in Köln gebaut wird, dauert es noch keine 4-5 Wochen, ist das Auto da. Nochmal, ich bestelle ihn und nach 5 Wochen ist er da? Genau, so, das wäre der Optimalfall, ja genau, das wäre ganz schnell. Manchmal geht es auch, dass wir sagen, okay, der Kunde sucht sich einen aus, weil er gerade irgendwie einen Totalschaden oder sowas hätte. Dann haben wir auch innerhalb von einer Woche ein Fahrzeug da, das kommt dann direkt aus dem Zentrallager. Jetzt mal eine Frage, jetzt ist ja hier Rabatt drauf. Das heißt, ihr habt rund 14% Ersparnis hier mit drauf. Wenn ich jetzt einen neuen konfiguriere und den rechnen lasse, am besten mal bei dir anrufen oder bei einem Kollegen? Sagen, genau, entweder bei mir oder beim Kollegen mal anrufen. Dann sind wir auf jeden Fall mit Rat und Tat immer zur Seite und erstellen natürlich immer das bestmöglichste Angebot für den Kunden. Das ist so, ihr seid ein großer Händler, habt Kunden aus ganz Deutschland, die hier einkaufen. Ihr seid wirklich einer der ganz Großen, was Ford angeht, oder? Ja, nicht nur aus ganz Deutschland, beziehungsweise wir haben Kunden in Finnland, in Lettland, also Dänemark, überall. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Als ich gehört habe, Sorg in Fulda, dann habe ich andere Ford-Händler gefragt, ihr seid bekannt. Ja, bekannt wie ein bunter Hund. Vor allem, da es die Firma ja auch schon über 90 Jahre gibt, ist das schon sensationell. Ja, hier steht er, der Ford Fiesta. Es ist ein Cool und Connect, das bedeutet, er hat schon ein kleines bisschen entsprechende Ausstattung? Ja, Klimaanlage auf jeden Fall serienmäßig. Er hat das große Touchscreen-Display drauf. Wie gesagt, schon Fahrspurassistent, Verkehrsschilderkennung, Leichtmetallfelgen, Einparkhilfe, Frontscheiben, Heizung und. Das ist schon top, ja. Sitzheizung, Lenkradheizung auf jeden Fall auch mit dabei. Also da hat man auch für den Winter immer was parat. So, ich habe dich eben kalt erwischt. Immer kalt erwischt. Mit der Telefonnummer, bitte deine Rufnummer. Telefonnummer 0661 495057. Ja, noch einmal. 0661 495057. Ja, vielen Dank. Ja. Die Firma Sorg in Fulda, der Fiesta Cool und Connect als 5-türige Variante. Es gibt noch 3-Türer? Ja, aber ich sag mal, 5-türig, das ist so das Gängigste, was überhaupt geht. Ja. Danke. Tschüss, Alexander. Ja, danke dir. Ciao.